Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute schauen wir mal, was aus unseren schottischen Bieren geworden ist. Ich hatte hier einmal das Heavy, so äquivalent zu einem Best Bitter vielleicht oder eher so einem Extra Special Bitter. Bisschen stärker, sehr malzig und ja nicht so wie die sonstigen normalen englischen Biere so mit 4%, sondern das sollte gezielt mit 5% sein. Und dann hatten wir hier dieses modernere Scottish Ale, hieß das in dem Rezeptbuch, mit deutlich mehr Alkohol, mehr Aroma, mehr besonderen Sachen. Halt so ein bisschen aufgepeppt. So, die beiden waren jetzt 6 Wochen warm in der Reifung und 1 Woche im Kühlschrank. Dann habe ich sie jetzt gerade eben abgefüllt und wir können sie jetzt sozusagen fast frisch direkt verkosten. Beim Abfüllen hatte ich den Eindruck, dass die nicht so die richtigen Schaumschläger sind. Also ich habe so den Eindruck, dass der Schaum sofort weggesprudelt ist. Aber sehen wir jetzt gleich. Ja, da ist ja Schaum. Mal gucken, wie lange er hält. Ja, der Schaum verschwindet recht schnell. Ich bin mir nicht sicher, warum das so ist. Aber dadurch, dass es bei beiden Bieren so systematisch ist, könnte es sein, dass es an der Hefe liegt. Die YE Scottish Ale habe ich benutzt. Warum das, also was dahinter steckt, keine Ahnung. Ist ein bisschen merkwürdig. Naja, also nehmen wir zur Kenntnis, relativ wenig Schaum. Beide sind ähnlich dunkel. Ich guck mal eben, ob ich einen Unterschied sehe. Ja, das modernere rechte, das ist dunkler. Ich habe die EBC tatsächlich gar nicht nachgerechnet, aber ich würde mal sagen, das hier ist jetzt so bei vielleicht 40 oder sowas. Und das hier könnte schon so 70 oder so sein. Schauen wir mal, sind beide etwas trübe. Und das würde ich jetzt vermuten, ist wieder der Chill Haze. Aber ich hatte bei fast allen Bieren, wo ich das vermutet habe, den Effekt, dass die nach ein paar Wochen oder so 4 Wochen, nach einem Monat ungefähr, waren die alle kristallklar. Also vielleicht sind es auch Schwebepartikel, die sich dann mit der Zeit absetzen. Ich gucke noch mal eben gerade auf die Zutaten, weil die Rezepte waren ja schon sehr unterschiedlich. Also hier habe ich viel Crystal Malt, ein bisschen Roasted Barley drin und nur ein Bitterhopfen. Das ist also sehr einfach. Gucken wir mal, wie wonach es riecht. Oh wow, das riecht so ein bisschen nach Sherry oder sowas. Whisky fast. Das könnte fast so ein fruchtiger Whisky sein. Also so ein Ticken eher irischer Whisky als schottischer. Was natürlich stilfremd wäre, also kann ja nicht sein. Restextrakt ist hier 2,4% oder Grad Plato müsste ich sagen. 2,4 Grad Plato und hier 2,5 Grad Plato. Allerdings enthält das deutlich mehr Alkohol. Also hier sind 5% Alkohol im Rezept empfohlen oder als Richtlinie. Aber dadurch, dass ich ja deutlich mehr Effizienz hatte mit den Kilomalz, bin ich hier jetzt bei 6,2% Alkohol und hier sind es 7,6. Also das wird ordentlich sein, das Bier. Das wird mich ganz schön beschäftigen. Das hier ist jetzt auch schon sehr stark und schwer für mich. Es ist sehr intensiv. Ich nehme an, deswegen riecht es auch so stark. So ästerig und so. Ich kann wahrscheinlich vom Glück reden, dass ich so viel Hefe hatte. Ich hatte ja ein ganzes Paket und das ist ja für die kleinen Mengen. Also es war jetzt insgesamt 9 Liter und dann darf die Stammwürze auch was höher sein. Dann ist das nicht so schlimm. Aber wenn man eine erhöhte Effizienz hat, muss man wahrscheinlich auch aufpassen, dass man nicht underpitcht. Okay. Die Kohlensäure ist ein klein bisschen wenig. Was mich etwas überrascht. Die haben gut gezischt aus dem Fass. Es ist jetzt nichts Spektakuläres. Also Hopfen habe ich tatsächlich, wie zu erwarten, mal sehr wenig auf der Zunge. Oder in der Nase. Und es ist aber diese komplexe Fruchtigkeit, die mich wirklich so an Sherry, süßen Sherry erinnert. Die geht so langsam im Mund einmal durch. Das fängt an mit was sehr blumig-fruchtigem. Dann hat man diese starke Süße, die da übrig ist. Also es ist für mich noch trinkbar, aber es ist schon eine Grenze, da ich ja normalerweise lieber trockene Biere mag. Aber geht. Kann man schon mal machen. 2,4 Grad Plato ist jetzt auch nicht so viel, wobei man bedenken muss, je höher der Alkoholgehalt ist, desto mehr tatsächlicher Restextrakt ist drin bei gleichem scheinbaren Restextrakt. Ja, ich probiere nochmal. Das muss ich nochmal auf die Zunge tun. Ein sehr öliger Charakter, wahrscheinlich auch durch den Alkohol. Es wärmt schon ein bisschen auf der Zunge. Es ist relativ schnell weg, muss ich sagen, aber es ist nur so eine leichte Bittere, die nachhängt. Das ist, glaube ich, sehr mild gemacht, ne? Ja, müsste ich mal nachrechnen, wie viele IBUs das sind, aber sieht jetzt nicht nach viel aus. Ja, es ist ganz am Ende jetzt, wo der ganze Geschmack weg ist, dann habe ich die Bittere auf der Zunge. Und vorher ist noch so eine dumpfe Komponente, das könnte so Holz sein von der Art oder vielleicht so ein bisschen ledrig, Tabak. Das ist ziemlich ähnlich wie das, was man auch bei so kräftigen Whiskys immer in der Beschreibung liest. Ein sehr interessantes Bier.
Ich weiß nicht, ob das jetzt so mein Fall wäre. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt ein zweites da haben, was zum Beispiel auch Aromahopfen und sowas enthält. Also bei dem hier sind East Kent Golding und der Bramling Cross mit Johannisbeerenaroma drin. Beides in ordentlichen Mengen. Und in der Malzmischung war neben Special Bee, hatte ich reingetan, auch noch geräuchertes Malz. Und zwar torfgeräuchertes Malz. Mhm. Von dem Rauchigen rieche ich jetzt nichts direkt, aber nach der Lagerung verändern sich ja auch die Raucharomen ein bisschen. Ja doch, es ist ein bisschen Rauchigkeit da, aber auf eine ganz angenehme Weise. Nicht so wie wenn man so Buchenholzrauchmalz kauft. Das ist ein bisschen komplexer und durch die geringen Anteil der Schüttung, das waren 14%, ist es auch sehr, sehr human. Ich rieche tatsächlich sonst sehr wenig, keine Johannisbeere oder sowas, aber das war ja auch nicht Postboil. Der Bramling Cross war nur am Ende des Kochvorgangs. Leicht beerige Noten. Würde ich jetzt gar nicht so sehr sagen, dass es auf jeden Fall die schwarze Johannisbeere ist. Das war bei dem Schwarzbier irgendwie in Kombination mit dem Black Malt deutlich prägnanter. Hier ist ein bisschen Chocolate Malt drin, aber es ist halt weniger. Muss ich erst mal durch den Kopf gehen lassen. Wonach schmeckt das denn? Das ist halt, diese Fruchtigkeit ist im Hintergrund. Ich merke von dem East Kent Golding tatsächlich überraschend wenig, dafür, dass das ein sehr dominanter Hopfen ist. Es ist sehr in sich komplex, also man kann nicht so einzelne Aromen rausnehmen. Es ist so ein insgesamt sehr voller Geschmack. Finde ich auch echt klasse und der hält immer noch an. Jetzt merke ich fast nur noch die Bittere auf der Zunge, aber es ist immer noch so ein bisschen was leicht öliges, wärmendes. 7,6% Alkohol sind ja eine ganze Hausnummer. Ja, einfach so was Langanhaltendes auf der Zunge. Das könnte zum Beispiel jetzt was vom Special Bee sein, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, ich hatte das ja verkostet, aber das ist auch schon wieder was her. Probieren wir nochmal. Also man muss sagen, dass sich die Aromen unglaublich gut ergänzen. Also sowohl das Fruchtige von dem Special Bee, was ja auch so Richtung Trockenfrüchte geht, als auch das Rauchmalz und der Hopfen, das wirkt richtig gut zusammen. Es ist noch ein Ticken süßer als das andere, also es ist wirklich ganz an der Grenze von dem, was ich wirklich gern trinken würde. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das in 4 bis 8 Wochen noch weiter legt. Dann ist vielleicht auch die Kohlensäure ein bisschen stärker. Ich hätte jetzt gar nicht drauf geachtet, aber ich glaube, die ist bei beiden gleich, ja. Und bei dem ist mir aufgefallen, dass es wenig ist. Hier ist einfach der Rest vom Geschmack so deutlich, dass man da weniger auf die Kohlensäure achtet. Das geht ja schon mit 7,6% Richtung Barley Wine. Also ich könnte mir auch überlegen, dass ich eine Flasche nochmal ein Jahr lang stehen lasse, wie ich das letztes Jahr mit dem Exmo Beast gemacht habe. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, klickt mal drauf. Ja, das ist ein tolles Bier. Es ist halt wirklich so voll, dass es einen fast erschlägt. Was übrigens auch eine Sache ist, die mit der Zeit weggeht. Allein schon dadurch, dass es weniger süß ist nach einer Zeit. Ja, kristallisieren sich die Geschmackskomponenten da so ein bisschen heraus, wenn man es lange lagern lässt. Es sind auch Noten von Lakritz drin. Also es geht schon so in diese richtige Richtung dunkelsüß. Das ist ja so typisch Lakritz. Ich hatte auch noch irgendwas, was war das denn gerade für ein Aroma? So ein bisschen Ingwerartig, also so eine Schärfe durch den Alkohol gemischt mit so einer Fruchtigkeit. Ganz interessant. Ja, also ich glaube, mit dem Bier werde ich jetzt lange eine Freude haben, weil ich mir da so wahrscheinlich einmal im Monat eine Flasche nehmen werde. Das hier ist schon eher zum Genießen zwischendurch. Es ist geht schon so Richtung Winterwarmer, wenn es draußen kaltes Wetter ist, man möchte was Gehaltvolles, Dunkles, kräftig Malziges trinken. Aber ja, das ist auch wie so ein Special Bitter schon auch für den täglichen Bedarf, wenn man möchte. Ja, dann hoffe ich, das hat euch gefallen und ihr habt mal schottische Biere gesehen, wie die so sind, wie das die Hefe so mit denen macht. Ich glaube, da ist viel Charakter von der Hefe drin, den ich dann bei meinem nächsten Bier, das gerade hinter mir einweischt, das ist ein Kräuterbier, das ist nicht das nächste, das ist das übernächste. Weil ja die Biere, die jetzt fertig sind, natürlich zu einem anderen Zeitpunkt gebraut wurden, als das, was hinter mir braut. Genau. Kräuterbier hier mit so feinen Sachen wie zum Beispiel Schafsgrabenblüten. Okay, dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit bis zu dem übernächsten Bier. Oder wenn ihr wollt, schaut doch mal die nächsten Videos auch rein. Da habe ich eine ganze Menge spannende Sachen für euch vorbereitet. Dafür braucht ihr nur den Kanal abonnieren. Klickt auf das Glöckchen, wenn ihr einer von den Leuten seid, die nur auf der Startseite von YouTube die Empfehlungen bekommen. Die Profis klicken ja immer auf Abos und sehen dann alles.
Ansonsten, das Glöckchen hilft euch da benachrichtigt zu werden, wenn ich neue Videos herausgebe. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!